Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das neueste Update von Home Assistant steht wieder einmal vor der Tür und ich habe mich getraut und wieder einmal für euch die Beta installiert. Passt auf jeden Fall dort auf und wartet lieber ein paar Wochen, bevor ihr das neueste Update von Home Assistant installiert. Denn gerade in der Beta sind viele Sachen kaputt und dann führt das nur zu Frust. Nichtsdestotrotz, wir springen direkt ins System rein. Ich zeige euch, was sich geändert hat, so habt ihr einen besseren Bezug dazu und könnt das bei euch zu Hause viel besser nachvollziehen. Und wenn ihr solche Folgen, solchen Content zukünftig nicht verpassen wollt, wisst, was zu tun ist, lasst einfach ein Abo da, bevor wir uns hier wieder total verquatschen. Film ab! Kommen wir nun zum ersten Bereich mit multiplen Veränderungen mit diesem Update und das ist wieder einmal Backups. Es ist nun möglich, eure Backups ohne Verschlüsselung zu erstellen. Ihr könnt hier zum Beispiel schon sehen, dass die Verschlüsselung für das Backup, welche auf dem System erstellt wird, deaktiviert wurde. Das könnt ihr hier über diese Zahnräder machen. Dann könnt ihr hier die Verschlüsselung zum Beispiel aktivieren oder auch die Verschlüsselung wieder einmal deaktivieren. Und das könnt ihr für alle Speicherorte individuell über die Zahnräder bestimmen. Bleiben wir beim Thema Verschlüsselung und den Speicherorten. Wenn ihr verschlüsselte Backups über das Home Assistant System herunterladet, dann werden sie immer unverschlüsselt für euch heruntergeladen. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Wenn ich das zum Beispiel von meinem Netzwerkspeicher direkt herunterlade, also nicht über Home Assistant heraus, dann lade ich dieses verschlüsselt herunter, wenn ich es natürlich vorher verschlüsselt habe. Das bedeutet, Home Assistant geht davon aus, dass wenn ihr die Backups über das System herunterladet, es dann eine sichere Umgebung ist und somit keine Verschlüsselung notwendig sein sollte. Eine weitere Verbesserung betrifft auch den Zeitplan und die Uhrzeit. Mit diesem Update könnt ihr nun benutzerdefinierte Tage hier festlegen, wann ein Backup erstellt werden soll und außerdem könnt ihr die Uhrzeit benutzerdefiniert hier einstellen und auch zum Beispiel mittags das Ganze stattfinden lassen, wann immer ihr das Ganze auch gerne haben möchtet. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt nun für Freunde von Automatisierung die Aktion Backup Create und somit könnt ihr hier dieses Erstellen von Backups nun in eure Automatisierung einbauen und somit das Ganze maximal individuell gestalten lassen, so wie wir es von Home Assistant gewohnt sind. Eine weitere Neuerung betrifft auch hier die Speicherorte, denn neben System, dem Netzwerkspeicher und der Home Assistant Cloud könnt ihr nun OneDrive und sogar den Google Drive hier für eure Backups nutzen oder auch nicht nutzen. Leider macht bei mir derzeit der Google Drive Zicken, sonst wäre hier der Eintrag dafür auch vorhanden. Passend dazu gibt es nun die neue Integration Google Drive, die ihr dann natürlich vorher erstmal hier integrieren müsst. Und unter Microsoft könnt ihr natürlich auch die Integration OneDrive dafür finden. Eine Funktion, die es vorher bei Backups gab, aber jetzt nicht mehr, ist nun wieder zurückgekehrt. Und zwar die Option, ein Backup zu erstellen vor einem wichtigen Update. Zum Beispiel, wenn ihr auf ein neues Home Assistant Update aktualisieren wolltet, dann hattet ihr vorher immer diese Option davor, ein Backup erstellen zu lassen. Diese Option ist nun wieder ins System zurückgekehrt. Und eine weitere Verbesserung hier bei den Backups, die Dateien, die ihr zum Beispiel auf einen Netzwerkspeicher abgelegt habt, hatten früher so total kryptische Namen und Bezeichnungen. Das wurde nun geändert, sodass ihr Datum und Uhrzeit des Backups direkt aus dem Dateinamen herauslesen könnt. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like dalasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Die nächsten Verbesserungen, die ich euch jetzt aus diesem Release vorstelle, betreffen hauptsächlich Sprachassistenten. Die Funktion Broadcast hat es nun zu den Sprachboxen geschafft und wenn ihr einen Broadcast startet, dann könnt ihr zu allen anderen Sprachboxen diesen Sprachbefehl ausgeben lassen. Zum Beispiel Broadcast Let's Play PlayStation. Und dann wird das bei allen anderen Sprachboxen wiedergegeben. Das kann leider noch nicht mit allen Sprachen, die in Home Assistant zur Verfügung stehen, genutzt werden, aber zukünftig soll das auf alle Sprachen Stück für Stück ausgerollt werden. Mit diesem Update ist es nun möglich, per Sprachbefehl eure Thermostate zu steuern. Und das Ganze geht entweder auch per Raum oder per Etage oder auch ein Bereich. Aber wenn euch das zu viel ist, könnt ihr auch einfach nur spezifische Thermostatgeräte adressieren und diese dann ansteuern. Bei den letzten Updates kam hier die Option lokale Verarbeitung von Befehlen hier ins System. Das hat aber leider dazu geführt,
dass wenn man gewisse Befehle gesagt hat, dann der lokale Agent aufgeschnappt hat und dann, wenn man einen weiteren Befehl gegeben hat, der dann etwas komplexer war, er dann für das Large Language Model bestimmt war wie ChatGPT, das aber nicht möglich war. Denn der lokale Sprachassistent hat seine eigene Historie und das Large Language Model hat auch seine eigene Historie. Mit diesem Update bekommen nun beide eine geteilte Historie, sodass sie wissen, was das andere Sprachmodell vorher gemacht hat, um dann darauf mit den Befehlen, die dann der Anwender sagt, Bezug zu nehmen und es dann umzusetzen. Und bleiben wir hier bei den Large Language Models. Diese können nun mit euren Kalendereinträgen arbeiten. Aber dafür müsst ihr diese Kalendereinträge erstmal hier verfügbar machen. Je nachdem, wie viele Kalendereinträge ihr habt, könnt ihr das Ganze dann hier verfügbar machen oder auch wieder deaktivieren. Bleiben wir beim Thema Sprache. Mit der Integration Voice over IP könnt ihr nun aus dem Home Assistant heraus Festnetztelefone anrufen und Sprachbefehle dort absenden. Dazu gibt es eine neue Aktion, die ihr dann nutzen könnt, die ist assist-satellite.announce und dann könnt ihr zum Beispiel sowas wie Dinner is ready über das analoge Telefon dann ausgeben lassen. Zwei weitere Integrationen bezüglich Sprache, einmal das Model Context Protocol und einmal Model Context Protocol Server. Wir hatten es ja schon bereits im Laufe dieses Videos von neuen Integrationen, aber damit ihr das gesamte Bild habt, hier die ganze Liste von neuen Integrationen, welche mit Home Assistant 2025.2 hier es ins System schaffen. Und neben neuen Integrationen finde ich es persönlich immer gut zu wissen, was sich bei bestehenden Integrationen verändert hat. Hier habt ihr so eine kleine Liste und ich denke, gerade Freunde von Shelly werden sich freuen, dass sie nun den Blue TRV auch aus dem Home Assistant heraus steuern können. Die Integration NMBS ist nun über das User Interface von Home Assistant verfügbar. Zwei Highlights verstecken sich bei den anderen nennenswerten Änderungen. Und zwar wird für das Frontend nun eine neue Graph Library genutzt. Das ist ein großartiger Hinweis und bedeutet, dass in den nächsten Releases bezüglich Frontend sich einiges tun wird. Und die nächste nennenswerte Änderung betrifft hier die Integration Bluetooth. Wenn wir da reingehen, erhalten wir nun eine Liste von Geräten, welche in Home Assistant Bluetooth-Signale weitergeben und verarbeiten. Zum Beispiel Shelly Plus Geräte oder Gen 3 und zukünftig Gen 4 Geräte können ja als Bluetooth Repeater fungieren und das wird dann hier in dieser Liste direkt gebündelt. Aber nicht nur das, wenn ihr zum Beispiel einen M5 Stack Atom Lite habt und den dann auch als Bluetooth Repeater über ESP Home eingebracht habt, erscheint der hier in der Liste. An dieser Stelle habe ich euch immer früher gesagt, dass ihr die offiziellen Foren von Home Assistant beitreten sollt, um dort Hilfe zu erhalten. Der ein oder andere tut sich aber mit der englischen Sprache schwer und manchmal macht es auch gar keinen Spaß, die ganze Zeit auf Englisch zu reden. Deshalb haben wir für euch ein deutschsprachiges Smart Home Forum gegründet. Und hier der Einspieler dafür. Hallo Community, wir haben uns wieder einmal zusammengeschlossen, um einen besonderen Ort zu schaffen, der uns als Gemeinschaft noch näher zusammenbringt. ein Ort, an dem ihr nicht nur eure Probleme, sondern auch eure Projekte vorstellen könnt. Ein Ort, an dem wir als Community füreinander da sind. Dieser Ort ist unser neues Forum, in dem ihr euch ab sofort unter community-smarthome.com registrieren könnt. Wir freuen uns riesig auf euch. Ich gehe jetzt ganz langsam durch die Backward Incompatible Changes. Keine Sorge, den Link hier für dieses Dokument packe ich euch in die Beschreibungsbox. Wenn ihr nun einen Eintrag seht in dieser Liste, der auf euch zutrifft, weil ihr damit arbeitet, dann nehmt den Link, kommt hier in das Dokument, klappt das Ganze auf und trefft Vorkehrungen, damit ihr hier vorbereitet seid. Und wenn ihr alle Änderungen einzeln durchlesen möchtet, dann packe ich euch auch diesen Link des Full Changelogs unten in die Beschreibungsbox, dann könnt ihr hier durchgehen und einzeln alle Einträge studieren. Somit wären wir durch. Ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber ins Outro und hören uns mal das Fazit an. Ja, das war's auch schon. Wir sind wieder einmal im Outro angekommen. Kommen wir zum Fazit von diesem Release. Und mich persönlich würde interessieren, was fandet ihr hier an diesem Release toll? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich riesig, mich mit euch auszutauschen. Wie ihr wisst, auf meinem Kanal wurden bisher alle Kommentare beantwortet. Also, das ist hier der Motivationsschub für euch. Mich persönlich freut es riesig, dass es bei den Backups gerade der Google Drive und auch der OneDrive es nun geschafft haben, in die Standardeinstellung reinzukommen. Ich hatte es noch ein Release vorher gesagt, dass es auf jeden Fall kommen wird. Also, meine Trefferquote hier bei den Vorhersagen ist immens hoch. Nichtsdestotrotz ist es toll, dass hier auf die Community gehört wird und gewisse Parameter nochmal angepasst werden können. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, das neueste Update von Home Assistant viel besser nachzuvollziehen und zu verstehen. Wenn ja, über ein Like freue ich mich riesig. Ihr wisst, es ist das Algorithmus-Game und wir alle müssen es leider spielen. Und wenn jemand anderes unbedingt auch
dieses Video sich anschauen sollte bezüglich des Home Assistant Updates, nimmt das Video und teilt es mit denen. Ich sage schon mal Dankeschön und ich denke, die bedanken sich auch schon mal. Ansonsten, wir werden durch. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.